Heute schauen wir uns diese Berichte über den Rückruf bei dem Volkswagen-Konzern genauer an. Da geht es um vermeintliche Brandgefahr durch die Akkus von einigen Fahrzeugen. Welche da sind, werden wir uns heute genauer anschauen. Und wer neu auf dem Kanal ist, hier geht es nicht um Bashing von Volkswagen. Ich hatte auch früher ein Video über Akkudefekte bei Tesla. Könnt ihr euch gerne auch dieses Video anschauen. Wir werden uns einfach in Ruhe die genaue Brandgefahr analysieren und ob das vielleicht euer Fahrzeug betrifft. In diesem Bericht ist die Rede von einigen Fahrzeugen zwischen bestimmten Jahren und da gibt es auch eine VIN-Suche, worüber euer Fahrzeug vielleicht gefunden werden kann. Allerdings verfolge ich jetzt schon mal die Probleme bei den MEB-Plattformen seit langem. Und wer auch diese Probleme verfolgt, weiß, dass das nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern dass es Anzeichen gibt, dass die Batterien bei Volkswagen, zumindest diese Pouch-Batterien, die alten, nicht die besten auf dem Markt waren. Und tatsächlich hat auch Stefan von Nextmove darüber berichtet und auch in diversen Volkswagen-Gruppen gab es verschiedene Berichte über Probleme mit dem Fahrzeug bzw. mit den Akkus. Ganz besonders, wenn diese Fehlermeldung Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen, dann ist es meistens ein Problem mit der Batterie. Und ich muss euch leider enttäuschen, dass das nicht die einzigen Fahrzeuge sind aus dieser Baureihe bis 2024. Denn auf YouTube gibt es sehr viele Berichte, mindestens von diesem YouTuber. Und der hat schon zum dritten Mal ein Akkumodul ausgetauscht bekommen. Natürlich auf Garantie erstmal, aber er hatte auch sehr viele Probleme, das durchzusetzen. Und er zeigt in seinem Video, dass auch Modelle von 21 bis 22 betroffen sind in USA. Jetzt können wir natürlich sagen, da sind wahrscheinlich verschiedene Zellen, aber wenn die Zellen von verschiedenen Herstellern bei verschiedenen Fahrzeugen auf zwei Kontinenten, denn in diesem Rückruf sind weltweit Fahrzeuge betroffen, dann ist es womöglich, dass es eine Kombination aus Zellen, aber auch Zellenchemie und natürlich die Form von den Zellen, denn wie gesagt, benutzt Volkswagen für diese Fahrzeuge Pouchzellen, die von allen Batterieexperten als suboptimal für Elektrofahrzeuge gesehen werden. Es gibt aus Sicht von diesen Haltern zwei Probleme damit. Also erstens, ihr müsst zur Werkstatt fahren und dort ein Update draufspielen. Und ich kann euch jetzt schon versichern, dass das Update euch nicht helfen wird, denn wir kennen schon mal die Geschichte von dem Daimler-Rückruf. Da hieß es erstmal, ja, dann machen wir ein Software-Update. Aber was kann man denn mit einem Software-Update bei einem Hardware-Problem lösen? Man kann zwei Sachen machen. Man kann die Schnellladeleistung reduzieren. Man kann auch die Kapazität begrenzen, indem man nicht mehr die volle Kapazität zur Verfügung stellt, sondern wenn man auf 100% lädt, dann ist es real 90% oder sogar 80%. Das ist ja auch teilweise auch bei Tesla in der Vergangenheit passiert. Also es wird euch definitiv nicht gefallen und später müsstet ihr wahrscheinlich auch Module oder sogar die ganze komplette Batterie ausgetauscht bekommen. Dann ist die Frage, was bekommt man für eine Batterie? Wenn wir uns an diesen YouTuber erinnern, der hat eine suboptimale Batterie erhalten, also quasi ein Modul, das schon veraltet war. Und dieses Problem kennen wir auch von Tesla, denn viele sagen Garantie, ich habe Garantie auf dem Akku. Das ist aber nicht so unproblematisch, wenn man Garantie hat, denn man hat keinen Anspruch auf eine neue Batterie, sondern auf eine vergleichbare. Und das ist schwer nachzuweisen, was jetzt vergleichbare, wie viel Restkapazität hatte ich. Deswegen empfehle ich immer, dass ihr euch ein OBD-Dongle mit Car-Scanner besorgt, damit ihr auch die Daten verfolgt. Und genau das habe ich jetzt vor kurzem mit zwei Fahrzeugen. Ich konnte für 2 Wochen zwei Fahrzeuge fahren. Das waren Fahrzeuge aus 2023, Ausleihfahrzeuge von einem Anbieter, sage ich jetzt nicht den Namen, aber die habe ich selbst gemietet in Skandinavien und da konnte ich mit Car-Scanner auch die Batterie auslesen und auch bis 100% laden und bei beiden Fahrzeugen, unterschiedliche Fahrzeuge und unterschiedlichen Standorten, konnte ich etwa eine Reduktion von ungefähr 7 bis 8 Kilowattstunden in weniger als 2 Jahren und etwa 40 bis 50.000 Kilometer messen. Das ist definitiv nicht schön. Also ich habe schon ein Video gemacht, wo diese Auslesungen von Car-Scanner, wenn die nur einmal gemacht werden, natürlich nicht aussagekräftig sind, denn zum einen die Temperaturen außen und zum anderen auch
das BMS, wie kalibriert war das BMS bei diesem Fahrzeug, aber wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit gleicher Laufleistung zum gleichen Zeitpunkt produziert und nach 45.000, 50.000 Kilometern die gleiche sogenannte Degradation aufweisen, dann spricht es schon dafür, dass die Werte vielleicht mal realistisch sind. Und eine so hohe Degradation nach nur 50.000 Kilometern ist eigentlich unnormal. Ich weiß, viele von euch haben irgendwo gehört oder gelesen, dass die Degradation am Anfang ganz stark ist. Das ist falsch, das ist ein weit verbreitetes Mythos. Das liegt auch daran, weil am Anfang eine BMS-Degradation, eine sogenannte BMS-Unkalibrierung, dass diese Unkalibrierung als Degradation verwechselt wird und dann sagt man, ah okay, du hast ganz Anfang sehr, sehr hohe Degradation, wobei man das nur durch eine BMS-Kalibrierung beseitigen kann. Und das sind so Sachen, die ich auch in diesem Video erklärt habe. Schaut euch das Video an, denn auch NCA-Batterien, NMC-Batterien benötigen eine genaue BMS-Kalibrierung. Und wie das funktioniert, habe ich auch in diesem Video gezeigt. Und das ist ja auch für jedes Fahrzeug unterschiedlich, denn das BMS funktioniert bei jedem Fahrzeug auch unterschiedlich. Aber auch wenn wir auch diese Klammer auf, Klammer zu aufgemacht haben, wie gesagt, zwei Fahrzeuge, unterschiedliche Standorte, gleiche Leistung, gleiches Baujahr, gleiche Kapazitätsverluste, das deutet darauf hin, dass die Werte einigermaßen real sind. Und das ist sehr unschön für einen Volkswagen-Eigentümer. Wieso versucht Volkswagen das Problem mit diesem sogenannten Software-Update zu lösen? Die versuchen es einfach. Erstens, das kauft denen ein bisschen Zeit, wie bei Mercedes, 2, 3, 4 Monate, damit sie auch die nötigen Batterien auch ein bisschen sammeln können. Und zum anderen, da werden auch nicht alle auf einen Akkutausch pochen, sondern sie werden versuchen, mit diesem Software-Update vielleicht ein bisschen die Ladeleistung zu reduzieren, vielleicht ein bisschen die Kapazität zu reduzieren. Und mal ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die vielleicht mal 30, 40 Kilometer am Tag fahren, die werden das im Alltag nicht bemerken, wenn sie auch zu Hause laden, 99% der Zeit. Für denen ist das egal, die werden keinen Akkutausch dann anfordern. Und genau das kommt bei Volkswagen zugute und genau deswegen versuchen sie es erstmal mit einem Software-Update, aber seid versichert, ein Hardware-Problem kann man mit Software nur schön machen, aber nicht beseitigen. Und sehr schön wird es, wie gesagt, nicht. Ladeleistung reduziert, Kapazität reduziert, das wird vielen nicht gefallen. Und wir kommen zum Schluss. Natürlich ist das negativ, weil, wie dieser YouTuber auch sagt, hat Volkswagen ein Dieselgate mit einem Akkugate gewechselt. Also hier können wir tatsächlich nicht vom Dieselgate sprechen, weil Volkswagen wollte definitiv nicht auf die hohen Kosten sitzen, denn die Gewinneinbrüche bei Volkswagen sind schon enorm. Das reicht schon aus und die brauchen auch nicht mal kostenlos jetzt irgendwelche Module auszutauschen. Nein, das ist einfach Pech, weil Volkswagen damals an den Zellen gespart hat und diese Pouchzellen genommen. Und die Problematik ist, dass Volkswagen nicht an der Quelle sitzt, wie zum Beispiel Tesla. Die arbeiten eng zusammen mit Panasonic und teilweise auch mittlerweile mit LG und Caterpillar. Und Volkswagen hat sich damals entschieden, dass sie das zukaufen, alles komplett. Und da hätten sie mehr Spielraum, hieß es 2019. Jetzt zeigt sich, das war komplett falsch und wer an der Quelle sitzt, der hat natürlich die besseren Karten. Das ist natürlich ein Image-Schaden für den deutschen Standort, für die deutsche Elektromobilität. Es ist ja nicht nur Volkswagen, es gab ja auch Probleme mit ENIAC, es gab ja auch Probleme mit Audi. Der ganze WAG-Konzern ist ein bisschen betroffen, Daimler ist auch betroffen. Der einzige, der, glaube ich, noch nicht betroffen war, war BMW und die haben ja auch diese neue Klasse, aber der gesamte Schaden, nicht nur für Volkswagen, sondern an der ganzen kompletten Elektromobilität, denn ich habe heute neulich einen Kommentar irgendwo gelesen unter einem Post oder einem Video, ja, diese Elektroautos und man hat hier von Volkswagen und Brandgefahr gelesen. Also diese Meldungen in den Zeitungen sind natürlich schlecht und wenn jemand wie Volkswagen an den Batterien ein bisschen gespart hat und irgendwas Falsches erhalten hat, vielleicht von dem Anbieter, ich weiß ja nicht genau, wo das Problem liegt, aber Pouchzellen sind einfach anfälliger, weil sie nicht richtig gekühlt werden und sich aufblähen. Das hätte man auch vorher wissen müssen.
Und das ist, wie gesagt, ein riesen Image-Schaden für den deutschen Standort und für die deutsche Elektromobilität und für die Elektromobilität in Deutschland. Denn in anderen Staaten ist die Elektromobilität deutlich voran und ich habe euch in diesem Video gezeigt, dass wir hinter Dänemark und Schweden liegen. Und da habe ich euch vorher gesagt, wie wir bis 2030 und 2035 jedes Jahr uns steigen, und die genauen Zahlen schaut euch auch gerne dieses Video an. Und wenn ihr fertig seid, Kanal abonnieren nicht vergessen und ein Like hinterlassen, denn viele Leute sollen das Video sehen. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, was mit Volkswagen ab Jahr 2030, 2035 passieren wird. Und es ist leider nicht rosig, es sieht nicht so gut aus. Die Prognose von 3 Millionen Autos ist schon jetzt verfehlt und meine Prognose werdet ihr im nächsten Video sehen. Das ist einfach kein Wunschdenken, sondern das ist das, was ich jetzt sehe und was realistisch zu erwarten ist von dem Volkswagen-Konzern. Bis zum nächsten Mal.